Wenn ich das vorher gewusst hätte, wären wir vielleicht heute noch Freundinnen. Mit dieser einfachen Regel kannst du die meisten Missverständnisse in deinen Freundschaften vermeiden. Hi, ich bin Anna. Ich bin Sarah. Moin, ich bin Sandra. Als systemische Beraterin begleite ich vor allem Veränderungsvorhaben. Das heißt, wie löse ich Konfliktsituationen auf, ganz gleich, ob es um berufliche oder private Herausforderungen geht. Wir zeigen dir, wie du Streit in einer Freundschaft vermeiden kannst und dich am Ende schnell wieder verträgst. Der dümmste Fehler, den ich bei einem Konflikt mit einer Freundin gemacht habe, war, persönlich zu werden. wenn ich richtig Zoff mit einer Freundin habe, Kann es auch schnell sein, dass ich vom Sound intensiver werde. kann ich mich schon mal darauf einstellen, dass ich die nächste Nacht sehr schlecht schlafe. Die 3 häufigsten Ursachen für Konflikte oder Konfliktsituationen sind verfügbare Zeit, kommunikative Hindernisse und Missverständnisse und im Allgemeinen Veränderungen. Und wenn du konkrete Tipps zu diesen 3 Ursachen für Konfliktsituationen erhalten möchtest, dann bleib dran. Das größte Missverständnis, was ich mit einer Freundin hatte, war, dass sie dachte, ich habe keine Zeit und keine Lust auf sie. Aber es lag einfach nur daran, dass ich im Trainingslager war und mich auch nicht mit ihr hätte treffen können. Und Solange man aber alles klären kann, ist es in Ordnung. Denn häufig möchte man dem Menschen gegenüber was mitteilen und tut das in seinen eigenen Worten. Und das Empfangen der Worte wird aber ganz anders interpretiert. Und da fehlt mal ein Smiley oder ein Wort, das sonst verwendet wird, wurde nicht verwendet. Und man denkt direkt, die Person gegenüber ist sauer oder ähnliches. Sobald es emotional wird in einem Gesprächsverlauf, ruf lieber deine Freundin an, versuch nicht, das über geschriebenes Wort, über WhatsApp-Nachrichten oder so zu lösen, was ihr gerade zu besprechen habt. Ruf an und telefonier mit ihr und sprech direkt. Ein Streit ist schon mal auf offener Straße eskaliert. Wir sind einfach einer Meinungsverschiedenheit nicht aus dem Weg gegangen und dann ist es auch doch schon lauter geworden. Die Vermeidung von Konflikten in einer Freundschaft ist meiner Meinung nach kaum möglich. Jedoch ist es bei uns so, vielleicht auch kulturell bedingt, dass wir es gar nicht geübt sind, Konflikte in tatsächlichen Freundschaften auszutragen und daher auch nicht unbedingt geübt sind, gute Lösungen dafür zu finden. Wenn du spürst, dass du einen Anteil an einem Konflikt trägst, sehe ich bei dir auch eine Verantwortung dafür, das in Richtung Lösung zu bewegen. Mir hat es in der Vergangenheit immer geholfen, da nochmal mit einem Externen drüber zu sprechen, um einfach nochmal einen objektiveren Blick auf das zu bekommen, was da eigentlich passiert ist. ich wurde schon mal in einen Streit mit reingezogen und das ist sehr unangenehm, weil man eigentlich sich nicht auf eine Seite schlagen möchte. Wenn sich 2 deiner Freundinnen streiten und du beobachtest das, versuch das zur Sprache zu bringen. Sei mutig, sprich das an und versuch genau das auszudrücken, was dich beschäftigt und versuch einen Schritt auf deine Freundin zuzugehen. Wenn du mehr Tipps von Frauen für Frauen willst, dann abonniere den Kanal. Am meisten enttäuscht bin ich von einer Freundin, die sich dann nicht die Zeit nimmt, wenn ich sage, dass ich sie jetzt wirklich dringend brauche. Das tut dann manchmal ganz schön weh, aber ich glaube, wenn man das merkt und erkennt, weiß man auch, wie man die Freundschaft einzuschätzen hat und wie man in Zukunft damit umgeht. Ich habe auch schon mal eine Freundin darauf angesprochen und sie konnte das auch nachvollziehen und hat sich auch entschuldigt. Leider hat es sich danach überhaupt nicht verändert und ich habe nach ein paar Tränen und auch vielen Stunden, die ich darüber nachgedacht habe, für mich auch beschlossen, dass diese Person vielleicht nicht mehr so eine große Rolle in meinem Leben spielen sollte, wie sie es vorher getan hat. Manchmal ist es auch so, dass Freundschaften nur über eine gewisse Zeit andauern und man sich dann irgendwann verabschiedet, möglicherweise für immer. Aber vielleicht kommt man auch an einem anderen Zeitpunkt des Lebens dann wieder zusammen und die Freundschaft entwickelt sich in eine andere Richtung. Ich denke, dass die Lebenssituationen von unterschiedlichen Menschen sicherlich auch unterschiedliche Zeitbedürfnisse oder Verfügbarkeiten mit sich bringen. Jedoch wird es dann schwierig, wenn man entgegenläufig Zeit füreinander hat, wenn zum Beispiel jemand in der Nachtschicht arbeitet und der andere aber eher morgens und man permanent aneinander vorbeilebt. Aber wenn die Freundschaft so stabil ist, wie man es hofft, dass man dafür sicherlich auch Lösungen finden kann. Wenn du mehr Zeit mit deiner Freundin wieder verbringen möchtest, dann könntest du dir die Frage stellen, wo sind Räume zu erkennen, in denen ihr Aktivitäten miteinander verbringt, vielleicht auch ganz Alltägliches, wie zusammen einkaufen, so im Kleinen. Alltägliche Dinge kann man zum Beispiel auch mit einem Abendessen verknüpfen, wenn man dann vorweg zusammen einkaufen geht. Oder dass du ab und an mal eine Sprachnachricht austauschst.
Hilft auch ein Gewitter in einer Freundschaft oder sollte man Konflikte lieber klein halten? Schreib es in die Kommentare. Wenn deine Freundin sich entscheidet, ins Familienleben zu starten, dann kann es natürlich bedeuten, dass sich auch eure Freundschaft verändert. Und die Frage wäre auch da, wie könnt ihr das gemeinsam gestalten, dass eure Freundschaft am Leben erhalten wird? Und vielleicht kannst du es zur Sprache bringen, was dir wichtig ist und dass du vielleicht auch Sorge hast, dass sich zu viel an eurer Freundschaft verändern wird und es eher rechtzeitig und frühzeitig aussprechen, bevor es halt zu spät ist und ihr den Kontakt zueinander verliert. Wenn eine Freundin in das Familienleben startet und Kinder bekommt, sollte man definitiv darüber sprechen, wie sich die Freundschaft verändern kann. Dass man auf jeden Fall darauf eingehen sollte, versuchen sollte, dann noch Zeit zu finden füreinander. Und im Endeffekt weiß man es aber nie, bevor es losgeht. Meine beste Freundin hat heute Zwillinge und ich liebe die zwei abgöttisch und am liebsten machen wir einfach was zu viert. Nach einem Streit solltet ihr immer versuchen, ein wenig Ruhe einkehren zu lassen. Häufig ist es so, und das ist auch ein interessantes Phänomen, insbesondere von Frauen, dass wir uns gerne an die Vergangenheit erinnern und beinahe schon aufrechnen. Und es ist nicht besonders hilfreich. Daher versuchen, den Streit so ein bisschen im Hintergrund zu lassen und der freundschaftlichen Beziehung jetzt eine neue Chance zu geben, tatsächlich eher in Richtung Zukunft zu gucken und nicht versuchen, immer wieder diesen Konflikt wieder neu zum Leben zu erwecken, sondern so ein bisschen hinter sich zu lassen. Ich denke schon, dass Streits auch dazu führen können, dass sich eine Freundschaft positiv weiterentwickelt. Man lernt sich besser kennen, man erfährt was über die andere Person und das ist für mich was ganz Wichtiges, was dazu gehört und was einen noch mehr zusammenschweißt. Also dieses ehrliche Vergeben, dieses ehrliche Verzeihen und dieses wieder sehr liebevolle, harmonische Miteinander zu pflegen, was man so schätzt an der anderen Person. Ich war sehr dankbar für einen Streit mit einer Freundin, in der ich ihr endlich mal sagen konnte, was für toxische Beziehungen sie eigentlich zu Männern führt, weil sie es selber einfach nicht gemerkt hat. Danach waren die Männer auf einmal ganz andere, mit denen sie sich getroffen hat. Ich habe schon schwierige Zeiten durchgemacht. Ich habe Depressionen gehabt, ich habe im Sport Verletzungen gehabt, ich habe Niederlagen gehabt und in der Zeit ist es sehr schön, wenn man weiß, dass da einfach ein paar Leute sind, die immer an einen denken und die man immer anrufen kann, die immer ein gutes Wort für einen haben und das ist sehr, sehr viel wert. Meine Freundinnen bedeuten mir sehr viel. Sie sind quasi die Familie, die ich mir aussuchen darf.